Hallo ihr Lieben, heute möchte ich dir zeigen, wie ich zu Hause meine türkischen Pochças mache. Und zwar gibt es hier eine Sache, die ganz besonders ist, das ist die Form. Ja, im ersten Schritt wird natürlich der Teig vorbereitet. Als allererstes kommen die ganzen flüssigen Zutaten in eine Schüssel. Du kannst das Ganze natürlich auch in der Knetmaschine machen. Ich zeige es jetzt nochmal hier per Hand. Wie gesagt, als allererstes werden alle flüssigen Zutaten miteinander vermischt, damit sich die Hefe auch gut auflöst. Und dann kommt noch jetzt gleich Öl noch hinzu in den Teig. Das wird dann auch nochmal gut umgerührt. Das Ganze kannst du natürlich auch in der Knetmaschine machen. Dann kommt das Mehl hinzu. Ember wollte nochmal kontrollieren. Das ist unsere Katze. Die ist immer sehr, sehr neugierig und schaut immer gerne zu, was ich da mache. Ja, und dann fängst du an zu kneten. Das Ganze dauert eigentlich auch gar nicht lange. Also das sind ein paar Minuten, bis sich alles halt gut gemischt hat. So schaut der Teig dann aus. Der ist nicht zu fest und der ist auch nicht zu weich. So, wenn das fertig ist mit dem, wenn du den Teig fertig geknetet hast, kommt eine Klarsichtfolie oben drauf und das Ganze ruht dann ungefähr für 1 Stunde, 1,5 Stunden. In der Zwischenzeit kannst du dann die Füllung zubereiten. Hier ist auch nochmal was ganz Besonderes. Und zwar habe ich mal das Hackfleisch, also die Füllung, ganz anders gewürzt. Also so wie ich eigentlich meine Bolognese würze. Im ersten Schritt wird das Öl in der Pfanne erhitzt. Wenn es dann heiß genug ist, dann kommen die Zwiebeln hinzu. Die werden dann kurz angebraten. Wenn die Zwiebeln dann gut angebraten sind, kommt noch Knoblauch hinzu. Das wird dann zusammen auch noch mal kurz schön angebraten. Ungefähr 2 Stück habe ich benutzt. Aber alle Mengenangaben schreibe ich dir wie immer unten in die Beschreibung. Und falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann vergiss nicht einen Daumen da zu lassen. So, wenn das dann mit dem Knoblauch erledigt ist und du das dann auch noch mal ganz kurz angebraten hast, kommt dann gleich das Hackfleisch hinzu. So, das Hackfleisch wird dann auch gut angebraten, also bis es halt durch ist. So, dann sind die Gewürze an der Reihe. Das ist übrigens Pfeffer. Also das Ganze wird dann auch gut gepfeffert. Und dann habe ich hier die Gewürze. Ich habe Oregano, Paprikapulver und Gemüsebrühe. Ich finde, Gemüsebrühe verleiht dem Ganzen nochmal einen richtig guten Geschmack. Kann ich auch nur empfehlen. Also es muss nicht nur in der Suppe verwendet werden oder in Eintopfen, sondern kann auch so verwendet werden. Natürlich ohne diese Konservierungsstoffe. So, dann kommt Tomatenmark hinzu und noch Paprikamark. Und das wird dann gut umgerührt. Das Hackfleisch ist auch schon gut durch. Und jetzt heißt es nur noch Paprikamark und Tomatenmark, richtig, damit sich das gut auflöst in der Masse. Dann ist das Ganze auch schon fertig. Ach so, Salz ist auch noch mit hinzugekommen. Das war auch in der Schüssel. Wie gesagt, alle Mengenangaben unten in der Beschreibung. So, das ist dann fertig. Das kann dann auch abkühlen.
Und wenn dann die Stunde vorüber ist oder 1,5 Stunden, je nachdem, das ist abhängig von der Temperatur bei euch zu Hause. Wenn der Teig dann so ausschaut, also die doppelte Größe angenommen hat, dann kann es dann auch schon losgehen. So, jetzt wird der Teig aufgeteilt in circa 50 bis 55 Gramm. So groß müssen die Stücke sein. Da kommen dann ungefähr so um die 18, 19 Stücke raus. Also bei der Menge an Teig. Wenn die Teiglinge dann abgewogen sind, schleifen wir die Teiglinge rund. Also in so eine runde Form bringen wir das Ganze dann. Das ist auch einfacher dann beim Ausrollen. Und das wird dann auch mit allen so gemacht, wie ich das jetzt gerade mache. Das ist auch mega, mega einfach. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann geht das auch ganz schnell. So, wenn dann alle Teiglinge rund geschliffen worden sind, dann stellst du dir die Hackfleischfüllung und eine kleine Schüssel mit Wasser und am besten so ein Backpinsel an die Seite und dann wird das Ganze ausgerollt. Das muss dann auch jedes Mal gut bemehlt werden. Das ist auch ganz wichtig, weil du sonst Schwierigkeiten haben wirst, den Teig auszurollen. Hier zeige ich dir jetzt 3 Beispiele, also nicht Beispiele, es sind exakt dasselbe fast, wie ich das mache. Also falls du Lust bekommst, das zu Hause zu machen, dann geh einfach Schritt für Schritt so vor. Die werden auch sehr dünn ausgerollt, immer in die beiden Richtungen, hoch und runter. Und seitlich auch, damit sie ein bisschen mehr Platz haben für die Füllung. So, und hier zeige ich dir jetzt, wie ich die Porchas forme. Teilweise kennen es ja einige Leute und einige Leute kennen es nicht. Dafür brauchst du entweder einen Pizzaschneider oder so, um Nudeln herzustellen, ist das jetzt dafür. Man könnte es theoretisch gesehen auch mit einem Messer einfach machen. So, die Füllung kommt drauf, ganz unten, und ich schmier nochmal Wasser auf den Teig drauf, damit alles besser haftet, weil wenn du es nicht machst, kann es sein, dass es im Backofen aufplatzen tut. Daher den Tipp, wenn du noch mit dem Pinsel das Ganze mit ein bisschen Wasser anpinselst, dann lässt sich das auch viel, viel besser einrollen und haftet auch besser. Dann wird das Ganze gleich schön eingerollt. Und dann nochmal so eingerollt. Und wichtig ist hier nochmal, dass du, also nochmal andrücken leicht und unten muss das verbunden werden, dass man das nochmal andrückt an den Teig.
weil ansonsten hast du halt das Problem, dass halt die dann komplett aufgehen und dann sieht es dann aus wie ein Hörnchen. Und hier kommen dann nochmal 2 Beispiele, wie ich das gemacht habe. Ich habe jetzt ungefähr 1,5 bis 2 Löffel eine Füllung von der Hackfleischfüllung unten drauf getan. Also da passt auch ordentlich was rein. Und so wird das Ganze dann eingeschnitten. Also es ist eigentlich vollkommen egal, wie oft du das einschneidest. Je nachdem, wie man es halt am schönsten findet. Ich habe es jetzt, ich glaube, 4 oder 5 Mal gemacht. Man könnte es auch noch kleiner machen, in noch kleinere Streifen. Ja, da kann man sich, also man kann es so gestalten, wie man es gerne hätte. Ganz wichtig, unten nochmal schön andrücken den Teig, damit er haftet. Und so schaut es dann aus. So, wenn das dann alles erledigt ist, kommt das Ganze dann auf ein Backblech, wo du es drauf backen tust. Jeweils 9 Stück passen auf ein Blech und mit gutem Abstand. Und das Ganze bleibt dann auf dem Blech, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Also es kann manchmal auch bis zu 2 Stunden dauern, 1,5 Stunden, 1 Stunde. Da müsst ihr dann drauf achten. Also gut abgedeckt. So, wenn das dann erledigt ist, ihr seht das jetzt gerade, also es hat sich wirklich schön verdoppelt. Dann kommt noch eine Ei mit ein bisschen Milchmischung, also wird gut angerührt, kommt dann auf das Ganze dann nochmal drauf. Das hat halt den Vorteil, dass sie dann eine richtig schöne Farbe bekommen. Plus noch Sesam obendrauf, das ist natürlich optional. So, wenn das dann fertig ist, wird der Backofen auf 180 Grad Umluft vorgeheizt. Und die Blumenpochas, die wandern für circa 15 bis 20 Minuten in den Backofen. Also wenn sie gleich exakt sozusagen diese schöne braune Farbe bekommen haben, ist es halt ein Zeichen dafür, dass sie fertig sind. Und das ist das Ergebnis. Sie sehen nicht nur schön aus, sie schmecken auch wirklich richtig, richtig gut. Sind sehr weich und eine gute Portion Füllung ist mit drinne. Und man kann es auch wunderbar einfrieren. Und wenn man dann irgendwie mit den Kindern einen Ausflug macht oder selber einen Ausflug macht, dann kann man sie dann schnell auftauen. Das geht dann wirklich sehr schnell. Und man hat sie immer zur Hand. Also so mache ich es gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen.